Ein Morgen in Berlin begann Niles. Schon vor 7 hört man das Ratten der Straßenbahnen, das Summen der Busse, das Quietschen der S-Bahn, wenn es sich in die Kurve legte. Für Lukas, 29 Jahre alt und Angestellter in einer Berliner Werbegensche, waren dies Geräusch der Soundtrack seines Alltags. Sieht Jahren für a tägliche Meide der Bahn, und doch fühlte sich keine Fahrt wie die anderen. An diesem Dienstag im frühen Herbst war die Luft cool, und die Bäume im Prenzlauer Berg trugen ihr erstes Buntslob. Lukas will sein klein wohnen, ein Thermoskan Kaffee in der Tasche, und altisum S-Bahnhof Greifswalder Straße. Auf der BVG Ablass erleichtert, es nach Grüno, pünktlich. Ein kleines Wunder, dachte am Bahnsteig zur die gewohnt Mischan, studierend MIT schweren Rucksacken, Geschäftsleute, die schon telefonierten, Touristen MIT fragenden Gesichtern. Ein alter Mann neben ihm murmelt, immer so spät, die Bahn, obwohl die in sich Pünktlichkeit versprach. In Berlin beschwert man sich gern, das gehört zum Ritual. Die Bahn rollte ein. Lukas stieg ein, setzte sich an das Fenster und beobachtete. Zwei Schulkinder kramten Würstel Süßigkeiten hervor. Eine junge Frau MIT Kopftouch blätterte in dicken Butchen. Ein Geschäftsmann telefoniert lautstark. Lukas nahm die Kopfhörer ab. Liebte es, den Stimmen und Geräuschen zu hören. Ein Kaleidoskop des Lebens. Am Ostkreuz wurde es eng. Menschen drängten hinein, Körper beruhten sich, ein Altier dem schimpfte, ein jugendlicher hört nichts durch sein Kopfhörer. Ein Deutschsage kam, technisch stören, bitte Geduld. Stirnen im Wagen, Organ rollen, Handys, die gesagt wurden. Lukas seufzt und trank Kaffee. Geduld, sagte sich, lernt man nur in der Bahn. Nach 10 Minuten ruckelt der Zug weiter. Ein kleines Mädchen jubelt, es geht wieder los. Die Erwachsenen schmunzelten kurz, dann versanken es wieder in ihr Bildschirm. Als Lukas am Alexanderplatz ausstieg, wusste schon dies erste Fahrt war voller kleiner Geschichten. Im Büro warteten Mails und Meetings, doch bald musste Lukas weiter. Ein Kundentermin in Spandau. Ein Fahrt durch die Stadt. Am Alexanderplatz blinkt die Anzeige. S5 nach Spandau, 6 Minuten verspätet. Fast nichts, dachte Es stellte sich eines des Bahnsteigs und beobachtete die Wartenden. Ein nervös Frau am Koffer, Touristen in US-Spanien am offenen Stadtplänen, ein junger Sportler, der sich dehnte. Die Bahn kam, fand einen Platz. Neben ihm las eine Frau in einem Roman. Ein Student tippte auf dem Laptop. Ein Vater beantwortet geduldig die Fragen seiner neugierigen Tochter. Lukas Genes das Stimmengur, das Sprachgemisch aus Deutsch, Englisch, Arabisch, Russisch, Berlin im Kleinen. Ein Straßenmusiker begann zu spielen, melancholisch und schon. Lukas gab ihm ein paar Münzen. An der Fahrgast verdrehten die Augen. Ein Mann im Anzug murmelt genervt, kann man hier sein Ruhe haben? Ruhe in der Bahn, fast ein Widersprach, dachte Lukas. Plötzlich stiegen Controller ein. Routiniert zeigte sein Monatsticket. Doch ein junger Mann geriet in Panik, suchte hektisch in den Taschen und stammelte. Ich habe mein Ticket zu Haus vergessen. Der Controller blieb streng. Bitte an der nächsten Station MIT mir aussteigen. Manche Fahrgast schauten neugierig, andere taten so, als sahen es nichts. Lukas empfand gemischt Gefühl, Mitgefühl, aber auch das Wissen, das Schwarzfahren teuer war. Die Bahn radet weiter, durch Vittel, die sich veränderten. Von grauen Blocken zu gepflegten Parks. Neben ihm begann ein ultra-Gespräch. Die Bahn ist wie ein Spiegel der Gesellschaft. Hier sieht man alles,
reich, arm, young, alti. Lukas nickte. Wir like salty man ein Butch darüber schreiben. Der Mann lacht. J.A. Das Sultan S.A.E. In Spandau stieg Lukas aus das Meeting verlief gut. Doch sein Kopf blieb bei den Szenen aus der Bahn hängen. Auf dem Rückweg dachte nicht. Die Fahrt ist ein Stück Leben. Der Nachmittag war milder geworden. Die Sonne stand tiefer. Die Bahn Richtung Alexanderplatz war voller Schulen, müden Angestellten, Menschen, die einkaufen waren. Ein Teenager hört laut Musik aus dem Handy. Ein paar Strittleis, ein Grupp jugendlicher Witze. Der Wagen war ein Mikrokosmos. Freude, Age, Müdigkeit, Hoffnung, alles in einem Raum. Im Bahnhof Tiergarten stieg ein Obdachloser ein. Mit einer Tüte und einer alten Deck. Einige wandten den Blick bei. Andere gaben ihm Kleingeld. Lukas beobachtet, wie der Mann sich les bedenkt und den direkt Platz nahm. Niemand sprach, aber für einen Moment war der Wagen stiller als zuvor. Als der Zug über die Spree fuhr, blickte Lukas hinaus. Das Wasser glitzert, Bootzogen vorbei. Für einen Augenblick war die Stadt schön und friedlich, trotz des Lärms, trotz der Hektik. Am Alexanderplatz stieg Lukas aus, doch der Tag war noch nicht vorbei. Musste weiter nach Haus, Zürich nach Prenzlauer Berg. Im Wagen neben ihm saß dieselbe Jungfrau vom Morgen, wieder mit ihren Butchen. Es erkannte ihn und lächelte flüchtig. Ein stilles Band zwischen Fremden, die denselben Weg teilen. Am Abend, als Lukas die Treppen des Bahnhofs hinaufstieg, war der Himmel schon dunkel. Straßenlichter warfen ein warmes Leuchten auf das Kopfsteinpflaster. Dax Zürich, der alte Mann mit seiner Zeitung, die Schulkinder, der Musiker, der Fahrgast ein Ticket, der Obdachlos, das kleine Mädchen mit der Pup. So viel Leben, die sich für Minuten gekreut hatten, so viel Geschichten, die nur in der Bahn sichtbar wurden. Lukas spürte eine unerwartete Zufriedenheit. Die Bahn war stringent, unpünktlich, laut, und doch war es mehr als ein Verkehrsmittel. Es war ein Spiegel der Stadt, ein Netz aus Begegnungen, das Menschen verbindet. Morgen würde wieder hier stehen, wieder warten, wieder fahren. Und wieder wird die Bahn ihm neue Geschichten schenken.